Wir begrüßen ganz herzlich bei uns im Hause Claudia von Kebadu. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns wieder. Und Claudia hat wieder ganz viele tolle Schnitte mitgebracht, die sie aus unserer Frühjahr-Sommerkollektion 2023 genäht hat und präsentiert sie heute für euch. Hallo Pauline, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Und diesmal habe ich mir gedacht, ich bringe einfach mal auch ein paar Schnitte mit, die schon ganz lange am Markt sind, die auch immer ganzheitlich beliebt sind, Basic-Schnittmuster, und habe einfach mal ganz viele Modelle vernäht. Auch ein, zwei neue sind dabei, aber da gehen wir am besten der Reihe nach durch. Ich sage gerade ganz kurz noch was zu den Schnittmustern von uns. Es gibt mal eine bebilderte Broschüre als Booklet, also man hat die Anleitung quasi vor Ort in seinem Heft zum Nachlesen, man muss nichts runterladen, und es gibt einen A0-Bogen, der farbig bedruckt ist. Genau, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Das ist das erste Schnittmuster, was wir vernäht haben. Das ist die Bluse bzw. Kleid Nola. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Längen. Einmal die Blusenvariante und die Kleidvariante. Dieser Schnitt ist für Webware gedacht. Und besonders schön sind eben weichfallende Stoffe. Dann hat es einen ganz tollen Fall. Hier gibt es kleine Rüschendetails an den Ärmeln und am Kragen. Und das Schnittmuster geht bis Größe 54. Und hier wurde einmal Paisley Bird vernäht von Julie Drew, eine viskose Webware und hier in der blauen Farbvariante. Nö, geht schon, alles gut. Das nächste Schnittmuster, was wir hier sehen, ist unser Knotenkleid Celia. Das ist jetzt die kurze Variante, die wir genäht haben. Auch hier gibt es wieder eine lange Variante mit Volant unten dran. Oben die Träger werden geknotet, so kann man auch individuell seine Brust-Oberkörperlänge anpassen. Das ist immer ganz praktisch. So muss man quasi nicht den Brustabnäher verlegen, so kann man das über die Knoten regeln. Das ist eigentlich ganz angenehm. Hinten ist auch ein V-Ausschnitt, genauso wie vorne. Kannst du auch mal umdrehen. Genau, und dieses Kleid wird auch wieder aus Webware genäht, und auch hier ist es natürlich von Vorteil, wenn die Webware einen schönen weichen Fall hat. Dieses Schnittmuster geht bis Größe 48. Und hier haben wir die viskose Webware von Thorsten Berger, Flamingo Flowers. Und einmal die lila-blaue Variante. So, das nächste Kleid ist ja unser Klassiker, die Melina. Wahrscheinlich die meisten rauf und runter können es nicht mehr hören, aber sie ist jedes Jahr immer wieder gerne hergenommene Schnittmuster. Es hat einen schönen weiten Rockteil und obenrum ist es etwas schlanker geschnitten, aber auch nicht sehr eng. Es ist schon eher ein bisschen fluffiger im Ganzen von der Schnittart. Hier haben wir unser kostenloses Freebie-Add-on dazu gemacht mit dem Puffärmelchen, und das ist die Midi-Länge. Wir haben hier diesen V-Ausschnitt vorne, wo das ein bisschen überlappt, einen kleinen Kragen dran. Und auch hier gibt es wieder verschiedene Längen, eine Tonika-Länge, eine Midi-Länge, eine Maxi-Länge. Und auch hier wird das Schnittmuster wieder am besten aus Webware genäht. Auch hier wieder weichfallend, ich muss es leider dazu sagen, aber es ist eben bei diesen Sommerkleidern total wichtig, dass es eben auch schön flatterig fällt. Genau, und diesen Schnitt gibt es bis Größe 58. Und hier wurde die viskose Webware von Julie Drew vernäht, Tropical Bouquet in Royalblau mit den gelben Blumen. Der nächste Schnitt, unser Basic Winterkleid, ist endlich mal was für Jersey-Materialien, also für dehnbare Stoffe. Es ist ein sogenanntes, ich glaube, die nennen sich Skaterkleid sogar tatsächlich, mit Ärmel, dass man oben ein schlankes Oberteil hat, und an der Taille wird ein Rockteil angesetzt, der ein bisschen glockig fällt, ist eine Knielänge. Es gibt verschiedene Armvarianten und auch einen V-Ausschnitt. Hinten haben wir einen kleinen Tropfenverschluss, der so ein bisschen als Rückenhighlight, genau, ein bisschen ordentlich, ne? Als Rückenhighlight zu sehen ist. Genau, und der Schnitt geht bis Größe 48 bei uns. Sehr, sehr schick. Und hier wurde einmal der Baumwoll-Jersey Choose Happy von Käselotti verwendet,
mit den weißen Blumen auf dunkelblau. Hier haben wir mal etwas ganz anderes. Das ist ein Overall, also ein Jumpsuit. Das ist sozusagen ein Einteiler. Und hier haben wir ganz viele verschiedene Varianten in einem Schnitt untergebracht. Es gibt verschiedene Oberteilmöglichkeiten und verschiedene Hosenlängen. So hat man wirklich für jeden Geschmack was dabei. Manche mögen ja auch nicht so gerne, dass die Ärmelchen frei sind. Dann gibt es eben diese Armvariante, die wir hier auch vernäht haben, oder einen überschnittenen Ärmel oder Spaghetti-Träger oder den V-Ausschnitt. Man schlupft immer von oben rein. Die Ausschnitte sind so konzipiert, dass man wirklich tatsächlich auch von oben reinkommt. Und das Ganze ist natürlich für elastische Materialien gedacht, weil sonst würde man eben auch nicht reinkommen. Es sitzt im Taillen- und Hüftbereich doch eher figurnah, aber hat ein schönes, weites Bein. Kann super auch für abends genäht werden. Wenn man so ein bisschen für eine Hochzeit zum Beispiel einen schönen Viskose-Jersey von euch nimmt, in schwarz oder so, das ist ein ganz tolles Teil. Dieses Schnittmuster gibt es bis Größe 48. Und hier haben wir den Baumwoll-Jersey von Jolie Joe Monkey Madness in dunkelblau. Das nächste Schnittmuster ist auch wieder ein Schnittmuster für Jersey, beziehungsweise habe ich hier den French Terry, heißt es, ne? Genau. Genau, ich sag mal Sommersweat dazu, genau, ja. Sommersweat vernäht. Und zwar ist das ein lockeres Kleid mit einem abgerundeten Saum, V-Ausschnitt und einem Aufschlag angedeutet. Auch hier hat man wieder die Möglichkeit, das Ganze in verschiedenen Längen zu nähen, eine Shirt-Variante oder eine Kleidvariante. Es sind auch Nahttaschen mit drin. Es gibt ja viele, die einfach keine Kleider ohne Taschen mögen. Ich persönlich lasse sie immer weg. Aber gut, sie sind dabei und dieser Schnitt geht bis Größe 48. Und hier haben wir den Artikel Maike in unseren Modefarben, passend zur Kollektion. Und hier wurde dieses schöne Wassergrün vernäht. So, als nächstes habe ich eine Kombination genäht. Einmal was für elastische Stoffe und einmal was für feste Stoffe. Wir haben hier obenrum das Shirt Eier. Das hat hier diese Falte im V-Ausschnitt und den überlappenden V-Ausschnitt, zusätzlich einen angeschnittenen Ärmel. Es gibt aber auch die Variante ohne diese Falte im Schnittmuster. Das ist ja mal Geschmackssache. Und so hat man eben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Der Schnitt geht bis Größe 48. Und dazu haben wir kombiniert unsere Sommer-Basic-Hose. Ist eigentlich auch ein Evergreen-Schnitt, den man immer gut gebrauchen kann. Ist eine luftig lockere, weite Hose, aber auch nicht zu weit geschnitten, sondern, ja, wie sagt man, eigentlich immer schön. Ist jetzt nicht schöne Sommerhose. Genau, schön, schön von der Weite. Ist jetzt nicht, im Moment sind ja viel weite Hosenmode, aber das ist halt wirklich so ein Teil, was wirklich jahrelang immer ein super Basic ist im Kleiderschrank. Wird aus Webwaren genäht, hat auch wieder Seitentaschen und auch hier haben wir wieder die Variation, dass wir eben verschiedene Längen Schnittmuster haben, sodass man auch eine Short nähen könnte und natürlich kann man auch immer selber nochmal mit den Längen spielen und eine Dreiviertelhose sich nähen, wie auch immer. Genau, und dieser Schnitt geht bis Größe 48 auch. So, kommen wir zur Hose. Hier wurde von Bienvenido Colorido Selva verwendet in Mintgelb. Und das Oberteil ist aus Vanessa in Modefarben, passend auch wie Maike, in dem Mintton. Und wir haben auch das passende Bündchen Heike dazu wieder in Modefarben. Und da wurde hier das einmal so eingesetzt. Weiter geht es wieder mit einer Kombination aus zwei Schnittmustern. Hier haben wir unseren Wickelrock Lorina, der auch für feste Webware gedacht ist, in der Midi, das ist die Midi-Länge. In der Midi-Länge. Genau, der ist, also es heißt ja nicht umsonst Fake-Wickelrock, weil eben hier das nur angesetzt ist. Man kann es nicht wirklich wickeln, sondern es ist hier ein Gummibündchen, das ist schön angenehm zu tragen. Und trotzdem hat man eben diese schöne Optik eines Wickelrocks dazu. Ein Basic-Shirt,
was wirklich, ja, was wir schon ganz, ganz lange im Sortiment haben. Es ist wirklich sehr, sehr schlank geschnitten, das Basic Shirt. Ganz schmal, körpernah. Es gibt verschiedene Ärmellängen, einmal Kurzarm, das ist jetzt die Langarm-Variante. Und es gibt auch hier noch die Variante, eine Tunika zu nähen, die dann halt ein bisschen länger wäre. Beide Schnitte, geht bis 48 und das Basic Shirt geht bis Größe 58. Der Rock wurde aus der Viskose-Webware Sabine genäht. Hier einmal in diesem wunderschönen Blütenmuster. Und das Oberteil, der Klassiker, da darf ja nie fehlen. Einmal wieder aus dem French Terry Maike in dem schönen Wassergrün. Und wieder als Bündchen Heike in dem schönen Wassergrün. So, als nächstes habe ich mal etwas ausprobiert mit einem Schnittmuster. Und zwar ist das unser Fenja, unser eigentlich Volant-Wickelkleid. Ich habe hier aber einfach mal die Volants weggelassen. Aber Achtung, das ist die kurze Variante. Da müsste man tatsächlich dann auch ein bisschen was verlängern. Ist jetzt für meine Größe zum Beispiel, wäre es ein bisschen zu kurz als Kleid zu tragen. Aber ist auch mal eine schöne Idee, das Schnittmuster auch nochmal anders umzusetzen. Der Schnitt ist für Webware gedacht, der hat sehr viel Taillenabnäher, einmal vorne 2 und ein Brustabnäher, hinten im Rücken sind auch nochmal Abnäher, sodass sich das wirklich wunderbar der weiblichen Körperform anpasst und es sieht tatsächlich auch wirklich, jeder Frau steht es wunderbar, also jede Frau, die ich in dem Kleid gesehen habe, sah immer fantastisch darin aus. Das Schnittmuster gibt es bis Größe 48. Und hier wurde die Viskose-Webware Fabienne vernäht. Hier in der smaragdfarbenen Variante auch so ein Nachtblau. Es ist kein Schwarz, sondern eher Nachtblau. Und in diesen Punkten findet man ganz dezente weiße Blumen. Direkt daneben haben wir unser zweites Wickelkleid. Dieses Wickelkleid ist allerdings für Jersey gedacht und es ist auch anders geschnitten. Wir haben hier auch ein schmales Oberteil, aber einen leicht ausgestellten Rockteil und arbeitet in dem Fall natürlich auch nicht mit so vielen Abnähern wie das Kleid aus Webware. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, mit verschiedenen Varianten zu arbeiten. Wir haben angeschnittene Ärmel, wir haben den Langarm, man kann natürlich auch einen Kurzarm nähen. Genau. Und man kann auch die Variante nähen, dass es quasi nicht gewickelt wird, dass es wie so ein Fake-Wickelkleid eben auch genäht wird. Das ist für elastische Webware, ist für elastische Materialien gedacht und es gibt es bis Größe 48. Und hier hast du den Modal French Terry verwendet. Hanne. Der hat so einen schönen Fall, ne? Ja. Und durch diesen Modalanteil ist es auch sehr weich, trageangenehm. Und hier einmal, ich würde sagen, das ist so ein blau-lila Ton. Ja. Also sehr warm. Genau. Das ist wieder ein Kleid für elastische Materialien. Das ist unsere Abby. Die zeichnet sich besonders durch diese Schärpe hier am Bauch aus und den Raffungen, die unterhalb des Bauchs sind. Aber keine Sorge, das ist eher figurschmeichelnd, als dass es irgendwie nicht so der Fall sein sollte. Wir haben hier die Kurzarm-Variante genäht. Auch hier wieder die Möglichkeit, das Ganze als Shirt zu nähen, mit einem Turtleneck, mit langen Armen. Also wieder super viele Möglichkeiten, mit dem Schnittmuster zu spielen. Und dieser Schnitt geht bis Größe 48. Und hier wurde Hey Ho von Sherry Picking vernäht. Auch wieder ein Modal French Terry. Einmal mit den Streifen in Flieder und wieder dieser blau-lila Ton mit diesen tollen Farbklecksen. Kann man auch wunderbar mitspielen mit diesem Schnitt, wenn man auch einen Streifenstoff hat. Ist das natürlich genial dafür. So, und dies ist jetzt auch noch ein Schnitt, den wir dieses Jahr erst rausgebracht haben. Das ist unser Kaftankleid Cecilia, was sich durch seine schöne Lockerheit und Weite auszeichnet. Das ist super gut geeignet für den Strand zum Überwerfen. Auch hier gibt es wieder verschiedene Längen und man hat die Möglichkeit, noch einen Kragen anzusetzen, wenn man es ein bisschen schicker haben will oder als Bluse dann eben tragen möchte. Ist das auch die Möglichkeit. Das Kleid hat Nahtaschen und ist für
Webware gedacht, also für unelastisches Material. Aber wie gesagt, es ist super locker, fluffig weit, das ist ja gerade sehr im Trend. Und die Schnittmuster gibt es bis Größe 58, nicht ganz unwichtig. Ja, und vor allen Dingen die Länge finde ich auch immer super. Ja. Wenn man mit dem Fahrrad zum Strand fahren möchte, es bleibt liegen. Also es weht nicht hoch. Ja, genau. Ja, es bleibt liegen und man muss sich nicht irgendwie krampfhaft auf dem Fahrrad verstellen. Die Länge finde ich immer richtig praktisch, wenn es so ein bisschen weiter ist. Ja, nee, ist auch wirklich schön. Und das ist die viskose Webware Cheers von Cherry Picking in Fliederweiß. Flieder ist der Ton, der kommen wird. Genau, deswegen habe ich das nächste Kleid auch noch in Flieder genäht. Und zwar ist das das richtige Skaterkleid mit ohne Arm sozusagen. Das ist unsere Makiki, die wir auch schon ganz, ganz lange im Programm haben, aber wieder jedes Jahr wieder aufs Neue gerne genäht wird. Sie hat ein schmales Trägeroberteil und auch diesen angesetzten Rock, der leicht lockig ist. Und auch hier ist es so, dass es für elastische Materialien gedacht ist, weil das Oberteil eben schon figurnah sitzt. Das muss auch so sitzen, ja. Ne? Sonst wird das ja auch vom Stil her gar nicht dazu passen. Dieses Schnittmuster gibt es auch bis Größe 48. Und hier haben wir wieder den Baumwoll-Jersey Choose Happy von Käselotti. Hatten wir vorhin einmal in Blau vernäht gesehen und jetzt die Flieder-Variante. Mit diesen schönen weißen Blümchen. Als nächstes Kleid haben wir unsere Lili. Wer Boho-Kleider liebt, der wird auch Lili lieben. Das ist ein super lockeres, weites Kleid mit einer angesetzten Rüsche unten und einem weiten, fluffigen Arm. Überall sind Kräuseldetails mit eingearbeitet unterhalb der Passe hier und durch den V-Ausschnitt. Also das ist wirklich ein wunderschönes, lockeres Kleid für den Sommer gedacht. Und auch hier kann man super gut, wenn man das eben aus ganz festlichen Stoffen näht, das auch super zu irgendwelchen Feiern tragen. Ja, genau, das ist für Webware gedacht, das Kleid, und geht bis Größe 48. Dann schön ist das auch hier, dass sich das so schön in Falten hier legt und hier einmal so schön rum. Ja, da ist es halt auch wichtig, dass du wieder so weichfallende Stoffe hast, ja, damit sich eben die Kräusel auch schön legen, auch hier oben an der Passe, und dann sieht das total schön aus. Dann haben wir noch die Ärmel. Und hier wurde die viskose Webware Linda vernäht. Linda ist leicht gekreppt, also hat ein bisschen Struktur drin, ist nicht so glatt wie eine normale viskose Webware von uns. Ist jetzt mal eine neue Qualität, ein bisschen luftiger, ideal für solche Kleider. Und hier wurde einmal dieses schöne, dezente Blumenmuster für verwendet. So, der nächste Schnitt ist unsere Bluse bzw. Kleid Kala mit ärmellosen Ausschnitten hier. Also ärmellos, ne? Genau. Claudia, konzentriere dich. Wir haben hier diesen V-Ausschnitt, der mit Volants ist. Das zieht sich auch bis in den Rückenbereich einmal rein. Das kann man sehen. Genau, da ist so eine Passe noch. Da ziehen sich die Rüschen rein. Gleichzeitig verdeckt es auch leicht die Schulter, was ja auch mal ganz schön ist. Man kann die Volants natürlich weglassen, hat ein ganz klassisches, schlichtes, Egg-Shape-förmiges Kleid in Knielänge. Das ist, ja, die einen mögen es halt nicht so gern verspielt, dann kann man das eben auch wunderbar weglassen. Auch dies ist ein Kleid für Webware und das Ganze gibt es bis Größe 48. Auch hier wurde wieder Linda verwendet, diese leichte gekreppte Viskose. Und hier mit diesem All-Over Blütenmuster, was so von oben gezeichnet wurde. Und zum Schluss haben wir einmal unsere Pluderbluse Kari. Die ist auch wieder in 2 verschiedenen Längen, die ist auch für Webware geeignet. Und auch hier sind wieder viele Kräuseldetails mit eingearbeitet. Wir haben hier diesen kleinen Ausschnitt hier vorne, der mit einer Schleife gebunden wird. Man könnte das Ganze auch offen tragen, einfach wenn man das möchte, wenn man es ein bisschen lockerer haben möchte. Es gibt die pluderigen Ärmel, die unten mit Schrägband eingefasst werden. Wie gesagt, 2 Längen sind hier. Wir können es auch einmal rausziehen. Das ist sogar eigentlich die lange Variante, die ich nur reingestopft habe. Also man kann sehen, man kann es tatsächlich sogar auch, wenn man nicht ganz so groß ist, auch als Kleid nähen. Und das ist jetzt die
ein Schnittmuster, was bis Größe 58 geht. Ja. Auch hier wurde Linda verwendet, die gekreppte Viskose. Und hier haben wir einmal dieses kleinere Blumenmuster. So, und ein Modell haben wir noch. Genau. Das Schönste hier in der Runde. Das Schönste in der Runde. Also, ich habe natürlich auch was Selbstgenähtes an. Und zwar ist das unsere Hose Birger. Ich habe das ja eben schon erwähnt mit den sehr weiten Hosen, die jetzt im Moment angesagt ist. Das ist so ein Modell. Durch die Falten, die wir hier haben, kommt diese ja schon eher extreme Beinweite. Aber super angenehm zu tragen. Es gibt 2 verschiedene Leibhöhen. Ich nehme immer die Variante, die so schön hoch geht. Da kann man alles schön einpacken. Ja. Das finde ich ganz schön. Genau. Und die ist auch wieder für ja, schöne, fluffige Webwaren gedacht. Und hier habe ich den Käselotti-Stoff verwendet. Genau. Und das ist eine richtig schöne, lockere Sommerhose. Und den Schnitt gibt es auch bis 58, möchte ich nochmal dazu sagen. Ich habe ja hier doch gemerkt, dass ich viele nur bis 48 dabei hatte. Wir haben tatsächlich einige bis 58, aber habe ich dann aus Versehen nicht mit vernäht. Und hier haben wir Choose Happy, Viskose Webware mit diesem wunderschönen Muster. Ein bisschen abstrakt gehalten, großflächig, aber auch nicht zu großflächig, wie man sehen kann. Und heute ist es sehr warm und du hast die passende Hose dafür. Genau. Ja, dann danke ich dir herzlich, dass du wieder bei uns warst. Es macht immer sehr, sehr viel Spaß. Und wir freuen uns immer sehr, dass ihr beide uns besuchen kommt. Ich freue mich auch total, dass ich hier wieder so ein bisschen Inspiration für die schönen Stoffe von Swarfing geben konnte und auch für unsere Schnittmuster. Ja, ist mir immer wieder eine Ehre und macht immer wieder Spaß. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich das so frech sagen darf. Ja, wir sehen uns ja Ende September. Ja, dann sehen wir. Und übrigens habe ich da auch tatsächlich noch mehr mit, weil noch mehr Puppen hätten wir gar nicht unterbekommen. Da gibt es noch mehr Modelle zu sehen von den schönen Swarfing-Stoffen. Genau. Also, schön gespannt bleiben. Wir freuen uns, dass du uns auch da besuchst und deine ganzen Modelle mitbringst. Und dann kann man sie auch nochmal live bestaunen, betatschen und anfassen. Genau. Und ich auch. Alles klar. So, vielen Dank fürs Zuschauen.